So, da sind wir bei unserem Spontan-Zoom mit Gabriele und Greg. Und wir erfahren im Moment wohl eine ziemlich verrückte Zeit. Das Wetter scheint verrückt zu spielen, der Planet scheint verrückt zu spielen, unsere Körper scheinen verrückt zu spielen, die Politiker scheinen verrückt zu spielen. Also alles ist irgendwie sehr im Aufruhr. Was ist da tatsächlich? Was steckt dahinter? Was können wir tun? Wie können wir mehr Leichtigkeit damit haben? Gabi und Greg wollen uns heute ein bisschen was erzählen und uns auch ein bisschen ausweiten. So Blanca just said, everything seems to be crazy right now, the planet, the weather, politicians and our bodies. So what energy can we be to cope with that and to have ease with all that? So let's change something first. Let's not cope with anything. Ja, so lasst uns etwas von Anfang an jetzt mal verändern. Lasst uns nicht mit etwas umgehen oder mit etwas fertig werden. What if because coping is really just the same thing as being a doormat. Ja, weil das wäre das Gleiche, als wären wir eine Art Fußabstreifer, ja, als müssten wir uns dagegen etwas wehren oder so. Okay, I'm getting feedback from 2 or 3 other different computers, Blanca. We hear you clearly though. So there's a few others sort of echoing back. Okay, so for me, when you say that you're coping, it's really the same thing as being the doormat, and it's not even about being an allowance. It's actually just putting up with. Also wenn wir davon reden, dass wir mit etwas umgehen müssen oder fertig werden müssen, dann ist es so, als wären wir der Fußabstreifer, als wären wir die Wirkung von etwas. Da ist nichts von Erlaubnis zu spüren. When you put up with something, what are you being? Wenn wir mit etwas fertig werden, wer sind wir dann und was sind wir? The victim? Das Opfer? So what would it take to change that? So was würde es brauchen, das zu verändern? Because it's really only our perspective that we become the victim. We allow ourselves to be a victim. Denn es ist wirklich nur unsere Perspektive, wenn wir uns selbst erlauben, das Opfer zu sein. What if we were to just continue functioning as we are without the fear of what else is going on around the world? Was, wenn wir einfach als das funktionieren würden, was wir tatsächlich sind, ohne die Angst davor zu haben, was da gerade auf der Welt oder auf dem Planeten passiert? And just being aware of saying, okay, so I need to move, or I need to do something else. I need to be somewhere else. Ja. And be in the right place at the right time. Ja, was, wenn wir einfach nur uns all dessen gewahr sein könnten und dieses Gewahrsein dazu verwenden würden, zu wissen, wenn wir uns bewegen müssen, wenn wir woanders hin müssen, wenn wir damit wir wissen, wann wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. You know, the animals in Indonesia and in Africa didn't know there was a big earthquake. They didn't know that there was a big tidal wave. They just knew they had to get the hell out of it. Ja, so zum Beispiel die Tiere, als der Tsunami war in Indonesien, die wussten nicht, dass da gerade ein Erdbeben war und ein Tsunami kommt. Die wussten nur, dass sie abhauen sollen. So what would it take to step out of being in that space where we allow ourselves to be victim? So was würde es brauchen, aus diesem Raum herauszutreten, in dem wir uns selbst erlauben, die Opfer zu sein? And start to become the aware, the being that's totally aware of everything that's going on. Und wenn wir wirklich anfangen würden, das Wesen zu sein, das absolut gewahr ist, all der Dinge, die da kommen werden. Without the significance and the fear. Ohne die Signifikanz und ohne die Angst. What if we stop making George Bush and all his, not George Bush, with the blonde hair, Donald Trump, what if we stop making him significant? What if we stop making him important? Was, wenn wir aufhören würden, diesen Typen mit den komischen Haaren, Donald Trump, signifikant oder wichtig zu machen? What would happen if the whole media stopped reporting every little time he farted or picked his nose? So, was würde passieren, wenn die Medien aufhören würden, jedes Mal darüber zu berichten, wenn er gefurzt hat oder sich in der Nase gekratzt hat? Do you think we start actually getting people, you know, to actually start doing something useful instead of being like him?
Instead of being like what's his name? The blonde fellow. Trump. Trump, yeah. I'm sorry, he's just so not important to me. It's just like, Sorry, ich vergesse immer seinen Namen, der ist echt so unwichtig für mich. Ja, so wenn wir selbst einfach anfangen würden, was Sinnvolles zu tun, statt darauf zu achten, was der Typ macht. I mean, just me saying that, you all feel lighter. Sorry. Einfach, indem ich das jetzt sage, fühlt ihr euch alle leichter. Tut mir leid. What would happen if we stop buying into what the media are pushing at us? Was würde geschehen, wenn wir aufhören würden, abzukaufen, was die Medien auf uns projizieren? And you know, it's the whole thing. When we buy into that stories, we create that fear, and then, or so many people create that fear, and everybody else buys into that fear. Und der Punkt ist einfach, wenn wir uns diese Geschichten anhören und sie glauben, kriegen wir Angst oder kaufen zumindest die Angst der anderen Leute ab, die alle diese Angst produzieren, weil sie das alles hören. So, and it's the fear that feeds it. Und es ist die Angst, die das alles noch weiter füttert. It's the fear that creates more discomfort in us. Und es ist die Angst, die mehr Unwohlbefinden in uns kreiert. Do you see that? When we buy into the fear of everybody else around us and become fearful, what happens? So was passiert, wenn wir uns in die Angst all der anderen um uns herum einkaufen? We feed it. Wir füttern das. And then it locks into us and we become it. Und dann schließen wir es in uns ein und dann werden wir dazu. You okay, Katrin? Bist du okay, Katrin? Just brushing the eyebrows, okay. Du bürstest dir also nur die Augenbrauen. Okay. So, but it's all that, and it's like we start becoming fearful not of what we're seeing in the media, but then we feel the strange energies that are going on in the planet and in our bodies. We go, oh my God, it's happening, the end of the world. So, und dann haben wir diese Angst, die die Medien quasi auf uns projizieren, in unsere Körper eingeschlossen. Und dann sind wir uns gewahr, was gerade am Planeten passiert. Und dann kumuliert das alles irgendwie und wir sagen, oh mein Gott, das Ende der Welt naht. Have you noticed have you all had big storms lately? Habt ihr alle diese Stürme gehabt in letzter Zeit? Crazy, aren't they? We've had 3 days of lightning and thunder. Ja, die sind verrückt, oder? Wir hatten jetzt 3 Tage voller Blitz und Donner. And the lightning was so different and the thunder was so different. Es war so irre, die Blitze waren anders als sonst und der Donner war anders als sonst. There were sometimes I'd see the lightning and there would be no thunder. Und manchmal war das so in Stille. Es war wirklich, man sieht den Blitz und dann kommt kein Donner. Aber gewaltige Blitze, it was huge, right? The lightning, it was like brightening up the whole night. Und die waren riesig, die Blitze, die haben die ganze Nacht erhellt. It's so cool. So cool. I had to go out and stand in it. It was just like, wow, Ja. magic. Ja, ich musste wirklich rausgehen und darin stehen. Es war magisch. What if, Somebody says, sind das nicht Wetterleuchten? Yeah, it wasn't Wetterleuchten, it was really lightning. It was lightning, not that thing that we sometimes see, the bright stuff on the sky. No, it was really lightning. And yeah, lightning, yeah. absolutely. Yeah. And Petra said she saw a ball lightning. I don't know if that's in English. Yep. Yeah, it's like a huge energy ball. And it rolls down the street. Ja, right. Yep. Und der rollt da so rum, genau. So Yeah. now all the animals are totally aware of all this. So all die Tiere, all unsere Tiere waren sich dessen absolut gewahr. Have you noticed how the birds are quieter? Habt ihr bemerkt, dass die Vögel stiller waren? We went for a walk the other day and like there were 3 big hares just sat and waited and then they all went in 3 different directions, but they didn't go far. Ja, so wir haben bei unserem letzten Spaziergang gerade 3 große Hasen gesehen. Die saßen einfach nur da. Und dann, als wir zu nahe gekommen sind, sind sie einfach in 3 verschiedene Richtungen abgehauen, aber nicht weit. Sie blieben einfach weiter sitzen dann. There's just this,
all the animals have a sense of expectancy. So all diese Tiere haben dieses Gefühl, dieses Gespür von Erwartung. Da ist etwas, was kommt. There is something that's going to come, right? Yeah. We don't know what it is, and we can either be fearful of it or we can be ready for Ja. whatever it is. Ja, so wir haben die Wahl. Wir können entweder Angst davor haben, was kommt, oder wir können bereit sein. Ja, wir haben die Wahl. So what if you could all imagine yourselves sitting in a plane with your feet hanging out the door, ready to jump from 30,000 feet? So was, wenn ihr euch jetzt alle euch selbst vorstellen könntet, ihr sitzt in einem Flugzeug und eure Füße hängen aus der Tür raus und ihr seid gewillt, von ganz hoch oben zu springen. Now, for me, that's not going to happen, but, but feel it. It's that same sense of there's something coming, that expectancy. Ja, also ist für mich, ich werde das sicher nicht tun, wer weiß, aber es ist das gleiche Gefühl von Erwartung. Ja. It's Spannung, it's excitement, it's like, phew. Yeah. We can buy into the fear, or we can actually acknowledge that we've misapplied and misidentified fear, and it's actually excitement. Ja, also wir können uns entweder in die Angst einkaufen oder wir können anerkennen, dass wir Furcht falsch anerkannt und falsch identifiziert haben. Als umgekehrt, dass wir Aufregung falsch anerkannt und falsch identifiziert haben als Angst. Yeah. So Greg, when we talk about that, and we did this Zoom today because of so many people complaining about intensities in their bodies. Ja, also wenn du das jetzt sagst, wir haben diesen Zoom heute auch gemacht, weil so viele unserer Klienten sich beklagen über Intensitäten, Schmerzen im Körper. Ja? So what happens with our bodies when we are being aware of the changes that's going to happen and the fear that is all around. So was passiert mit uns und unseren Körpern, wenn wir uns plötzlich der Veränderungen gewahr werden, die passieren werden, und der Angst gewahr werden, die überall um uns herum ist. So, how many of you are aware that something's going to happen or coming? So wie viele von euch sind euch dessen gewahr, dass etwas kommt, dass etwas sich verändern wird, dass etwas geschehen wird? How many of you sense something? It's like that itch you can't scratch. Ja, wie viele wissen irgendwas, wie dieses Jucken, wo ihr nicht richtig hinkommt? Cool. So there's maybe one or two or three of us. Me and Mario, Ingrid's got it. Also wir sind alle wegen, sonst glaubt ihr nicht, dass wir das alle haben. So what happens is we get the sense that something's coming and we contract. So was passiert ist, wir kriegen dieses, oh, da kommt was, und dann ziehen wir uns zusammen. It's like the hares on the field, wie die Hasen auf dem Feld. The rabbit waiting for the fox to bite. Ja, das Kaninchen, das darauf wartet, dass der Fuchs zubeißt. And when we contract, what we do is we stop the flow of energy. Und wenn wir uns zusammenziehen, was passiert dann? Wir stoppen den Energiefluss in uns. When we stop the energy, it's going to build up. It's going to become more and more intense until we actually go, oh, okay, I've got it. Ja, und die Energie, wenn wir sie blockieren, staut sie sich und staut sich und staut sich und wird immer intensiver, solange bis wir kapieren, was wir tun. Now you're getting hot. Yeah. Okay. So, what if we now go, oops, sorry, expand out, uncontract. So was, wenn wir jetzt alle einfach sagen würden, ups, sorry, und uns ausdehnen, all das Zusammengezogene auseinanderziehen. Thank you, Earth. Danke, Erde. Thank you for the contribution you're trying to give to my body that I'm unable to receive. Danke für den Beitrag, den du versuchst, mir an meinem Körper zu geben, den ich im Augenblick nicht gewillt war zu empfangen und nicht in der Lage war zu empfangen. I'm now willing to receive so that I can change, so that I'm ready for the change. Und jetzt bin ich gewillt, das zu empfangen, damit ich bereit bin für die Veränderung.
I'm willing to receive the awarenesses that are coming. Ich bin gewillt, all das Gewahrsein zu empfangen, das da kommt. Woo. How does that feel? Wie spürt sich das jetzt an? Okay. Yeah, totally. Who's BR? I don't know your name, sorry. I got BR's iPhone. Ist BS iPhone? Yeah, BRS iPhone. Belinda Riedel. Ah, there you go, Belinda. Belinda's going, yeah. So it's kind of cool. I've got everybody's faces up there. I'm looking. It's like, oh, yeah. Das ist schön. Ich liebe es, all eure Gesichter zu sehen, weil wenn ich eure Gesichter, because when you see their faces, you just connect energetically and work on them as well. Denn wenn er Gesichter sieht, verbindet er sich sofort mit euch energetisch und arbeitet auch an euch. That's why I like to see the faces. Deswegen mag ich gerne die Gesichter sehen. So, can we lose the fear? Können wir die Angst loslassen? Can we let it go? It's not real. Einfach gehen lassen und uns bewusst werden, dass es nicht real ist. Can we actually acknowledge how excited we are that this change is coming? That we're actually aware of them coming? Können wir einfach anerkennen werden, wie aufgeregt und erregt wir sind, weil die Veränderungen kommen, dass wir tatsächlich uns gewahr sind, dass Veränderungen kommen. That we're so magical and aware that we know they're coming? Dass wir so magisch und so bewusst sind, dass wir wissen, dass Veränderung kommt. And stop making ourselves wrong and our bodies. Und aufhören damit, uns selbst und unsere Körper verkehrt zu machen. Oof, that felt heavy. We can't stop making our bodies wrong because then we'd have nothing to grumble about. Wir können ja nicht aufhören, unsere Körper verkehrt zu machen, weil dann hätten wir ja nichts mehr, worüber sie grummeln müssten. So, just get yourselves comfortable for a minute. Macht euch bitte einfach mal für eine Minute ganz bequem. Cool. So now, can you feel how your bodies are starting to tingle? Könnt ihr spüren, wie eure Körper bereits jetzt anfangen zu kribbeln? It's like this sense around your arms and around your limbs and around your legs, and it's like you're bigger than that, and there's just something else going on. Dieses Kribbeln in euren Armen, in euren Beinen, um euch herum, dieses Gefühl, dass irgendetwas passiert. As you expand out now, take your awareness out further. Dehnt euch bitte jetzt aus und nehmt euer Gewahrsein und dehnt es weiter und weiter aus. Expand out even more. Und bitte noch mehr. Be totally aware of the planet. Seid euch total gewahr des Planeten. Become so big that you fill her. That you? Fill her. You become. Ihr werdet so groß, dass ihr den ganzen Planeten ausfüllt und umhüllt. I think some of you would have to make yourself smaller now because you've already expanded out even more, which is cool. Einige müssen sich dafür jetzt gerade wieder kleiner machen, weil ihr euch schon viel weiter ausgedehnt habt, was sehr cool ist. Cool. So now, feel the planet. Und jetzt spürt den Planeten. Feel the peace. Feel the stillness. Spürt den Frieden. Spürt die Stille. But also feel how there's this aliveness, this I don't have a word for it. Aber spürt auch diese Lebendigkeit, dieses, für das ich kein Wort habe. Feel it. Feel how there's the destruction and there's the changing and there's the growing and there's all this stuff going on. Spürt all die Zerstörung und das Wachstum, all das Zeug, das gleichzeitig passiert, all die Veränderungen. It's like a dance. It's really like a dance of the energies, the ebb and the flow.
Es ist wirklich ein Tanz, wie ein Tanz der Energien, wie ein Fluss. And now, while you're in that dance with the earth, expand your awareness out into the universe. Und jetzt, während ihr in diesem Tanz mit dem Planeten, mit der Erde seid, dehnt euer Gewahrsein hinaus ins Universum aus. And invite your body and all the molecules and atoms that make up your body to expand their awareness out to meet you. Und jetzt bittet euren Körper und all die Moleküle und Atome, die euren Körper ausmachen, bittet all die, ihr Gewahrsein auch auszudehnen, sodass es ebenso groß wird wie eures. Feel that. Und spürt das. Yeah. Now, where's the fear? Wo ist jetzt die Angst? How's the intensities that you haven't been able to shake? Are they still there? Was ist mit den Intensitäten, die ihr gemerkt habt? Sind die noch da? So if they're still there, expand out some more. Wenn sie immer noch da sind, dehnt euch noch weiter aus. Are they there or are you holding on to them? Sind sie da oder haltet ihr an ihnen fest? And if you're holding on to them, what's the story that you're using to make them important? Und wenn ihr an ihnen festhaltet, was ist die Geschichte, die ihr verwendet, um sie wichtig zu machen? What conclusions and points of view have you made around these intensities? Welche Schlussfolgerungen und welche Ansichten habt ihr erfunden in Bezug auf diese Intensitäten, That holds you trapped. die euch in der Falle festsitzen lassen? So now, reaching out deep into the universe and pulling energy back towards you and your body. Und jetzt greift hinauf ins Universum und hinein ins Universum und zieht Energie in Richtung eurer Körper und durch euch durch. Pulling that energy through you and into the earth. Zieht diese Energie durch euch durch und lasst sie in die Erde fließen. And let's share it. Let's spread it throughout the planet so that everybody gets to enjoy this energy. Und jetzt lasst es uns teilen. Lasst es uns hinaus ins Universum schicken, an alle, sodass alle diese Energie genießen können. And let's invite everybody else on the planet to make different choices. Und lasst uns alle anderen auf diesem Planeten dazu einladen, andere Wahlen zu treffen. Oh, wow. Cool. How's the intensities in the body? Wie sind die Intensitäten in eurem Körper? Is it better, worse, or indifferently the same? Ist es besser, schlechter oder gleich? Cool. And it's like, you know, that when there's a change coming, it's so automatically that we avoid it because we had so learned that change means suffering. Und es ist immer so, wenn eine Veränderung auf uns zukommt, ganz automatisch versuchen wir die zu vermeiden, weil wir immer gelernt haben, dass jede Veränderung mit Schmerz und Leid und Leiden einhergeht und mit Verlust and with loss. And it's the brain that keeps us on that autopilot. Und das ist unser Verstand, der uns immer weiter auf diesem Autopiloten reiten lässt, sozusagen. Jede Veränderung bedeutet Verlust. Every change is loss.
So what if that wouldn't be true? So was, wenn das nicht wahr wäre? So alle Ansichten, die ihr verwendet, um die Veränderung zu vermeiden, die ihr wählen könntet, wollt ihr das bitte jetzt zerstören und umkreieren? Right, wrong, good, bad, pock and bottle, nine bushels, meals. So all the points of view that you are using to avoid the change you could be choosing, will you please destroy and uncreate all that? Yeah. Right, wrong, good, bad, pock and bottle, nine bushels, meals. Everywhere that you make conclusions that you can't change because Überall, wo ihr Schlussfolgerungen darüber habt, dass ihr etwas oder euch nicht verändern könnt, weil, Punkt, Punkt, Punkt. everywhere that you've made the decision that you can't do anything because Überall, wo ihr die Entschlüsse und Beschlüsse getroffen habt, dass ihr etwas nicht verändern könnt, weil. and everywhere you've got the word aber in your life. Und überall, wo ihr das Wort aber in eurem Leben ständig präsent habt. I want to do this, but Ich will das ja tun, aber. can we destroy and let go all of that shit right now so that we can be with ourselves and with the planet? So können wir all den Scheiß jetzt sofort hier an Ort und Stelle zerstören und umkreieren, dass wir selbst sein können mit uns und mit dem Planeten. Cool. Right, wrong, good, bad, pock and bottle, no bushel smells. Who would like to be excited? Wer ist jetzt aufgeregt und freudig erregt? Laura saying yes, please. Yeah. Yeah. And one person says it's worse. The heaviness and the humming in the head and like this foggy feeling started again after Yeah. expansion. So what is that? So jemand hat geschrieben, die Schwere und das Dröhnen hat wieder angefangen, mein Kopf ist benebelt. Also was ist das? Do you think maybe that humming is just your awareness of energy flowing, and then you go into the wrongness of it because, oh my God, I can hear it again? Glaubst du nicht vielleicht, dass dieses Dröhnen in deinem Kopf tatsächlich dein Gewahrsein von Energien ist? Und du machst es natürlich sofort verkehrt und sagst, oh mein Gott, da ist das Ding schon wieder. And then when you go into the wrongness of it, you lock it down, and you stop the flow, and goes into resistance. And what does that create? Ja, und wenn du in Widerstand dazu gehst, wenn du es verkehrt machst und damit den Energiefluss abschneidest, was passiert dann? Was kreiert man damit? More of it. Mehr davon. Deeper intensity. It's like a sledgehammer going, wake up. Ja, ja, man kreiert damit noch mehr Intensität. Es ist wie so ein Vorschlaghammer, den man bekommt und der meint, wach auf, wach auf. So what could you be willing to be and do now to create more change in your life? So was könntet ihr jetzt gewählt sein und zu tun, um mehr Veränderungen in eurem Leben zu kreieren? Are you willing to? Ja, seid ihr dazu gewillt? And I think it's also that willingness to receive whatever that is. Yeah. Without knowing what it is. Und ich glaube, es ist auch diese Bereitschaft, zu empfangen, was immer das ist, ohne zu wissen, ohne wissen zu müssen, was es ist. Because we always think we have to know the result, and then we can be happy with it. And as long as we don't know the result, there is insecurity or fear. So wir haben immer das Gefühl, wir müssen das Ergebnis wissen, das Resultat dessen, was geschehen wird. Und solange wir das nicht ganz genau wissen, was das Ende sein wird, was das Resultat sein wird, müssen wir in die Angst gehen oder in die Unsicherheit. What would happen if we let it go? Was würde passieren, wenn wir das loslassen würden? What would happen if we were willing to totally receive change? Was würde geschehen, wenn wir vollkommen gewillt wären, Veränderung zu empfangen? Instead of feeling that discomfort. Ja, statt das Ungemütliche zu fürchten. It's a bit like when you're lying in bed in the winter time and it's cold and you've got a nice warm patch in the bed and you have to roll over, but you don't want to roll over because there's a cold patch you're going to have to roll into.
Ja, es ist wie wenn man im Winter im Bett liegt und das Schlafzimmer ist echt kalt und man hat es schön warm unter der Decke. Aber man möchte sich so gern umdrehen. Aber man weiß, wenn man sich umdreht, dann kommt ein kalter Luftzug und man muss ein warmes Plätzchen verlassen. You don't want to. You'd rather put up with the pain of having to lie in the one spot all the time. Und wir wollen auf gar keinen Fall, dass es kalt wird. Dann nehmen wir lieber in Kauf, dass wir auf der gleichen Stelle liegen, wo es echt schon ungemütlich wird und anfängt weh zu tun. That's a good example, Greg. Oh, danke schön. Gutes Beispiel. Cool. So, wie fühlt ihr euch alle? How is everybody? How is everybody? Wie geht's euch allen? Besser? A little bit. Yeah. Claudia? Cool. Yeah. So thank you so much, Blanca, Greg, and everyone. That was really for us a requirement to do this today. And yeah, happy that you all jumped in and just follow us. We will do that from time to time whenever it feels as a requirement. So vielen Dank, dass alle da waren. Uns war das heute echt ein Bedürfnis, das zu tun, weil es uns auch komisch ging. Und ich danke euch allen, dass ihr dabei wart. Und einfach, wenn ihr weiter guckt bei uns, wir machen das jetzt wirklich von Zeit zu Zeit, immer wenn es gerade richtig und notwendig ist. Super, danke. Yeah. If any of you really would like us to talk about a subject, message Gabi or Blanca or me and say, hey, can we do this? Ja, so und wenn bei euch irgendwas hochkommt, wo ihr sagt, wow, es fühlt sich jetzt an, als bräuchten wir eine große Gruppe um irgendwas, was auch immer, ja. Es schickt Blanca oder mir oder Greg eine Nachricht und dann schauen wir, was hinhaut. So Vielen Dank, super. everybody. Danke euch beiden wieder. Ihr seid Dankeschön allen. Herzlichen Dank. Das war wunderbar. super. Danke. Ciao, ihr Lieben. Danke euch. Ciao. Baba. Cooler Beitrag, super, danke. Danke. Ihr wollt noch alle nicht so richtig gehen, aber ich mache jetzt aus.